Lebenslauf Hans Fuchs. Geboren 1920 bei Danzig in Ostpreußen. Fuchs wuchs in einem kleinen Ort in Ostpreußen bei Danzig nahe der Grenze zu Polen auf. Er hatte 4 Geschwister, 2 ältere Brüder, einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester. Seine Familie lässt sich als bürgerlich beschreiben, da sie weder besonders wohlhabend noch arm war. Sie versuchten sich vor allem durch gutes Benehmen und Strenge von den Polen im Nachbarort abzugrenzen, pflegten aber viele Freundschaften mit Familien auf der anderen Seite der grünen Grenze, welche nur an einigen Stellen durch kleine Zäune erkennbar war. Hans' Vater, der im Großen Krieg verwundet wurde und seine Verletzungen überlebte, ließ sich davon zumindest nach außen hin seinen Frohsinn nicht nehmen. Er besaß einen kleinen Kaufmannsladen im Ort und bekam auf diesem Weg viel vom Leben in und um Danzig mit. Fuchs' Mutter war von Herzen gerne Hausfrau und fand vor allem Gefallen an der Würdigung der Mutterrolle durch die NSDAP ab 1933. Ihr politisches Interesse hielt sich abgesehen davon in Grenzen. Sie war diesbezüglich nur gering bewandert, da Politik Männersache war. Sie wusste nur, dass die Niederlage im Großen Krieg und das neu entstandene Polen sie von ihren Freunden und der Familie in Hamburg getrennt hatten. Jugend und frühe Jahre. Fuchs' ältere Brüder waren seit 1926 Mitglieder der Hitlerjugend, nachdem ihre frühere Pfadfindergruppe in die HJ eingegliedert wurde. Die Eltern sahen darin kein Problem, da Jungs ihrer Auffassung nach so etwas bräuchten. Hans hatte daran allerdings kein Interesse, bis er 1933 mit 13 Jahren zwangsläufig Mitglied werden musste. Er traf sich lieber mit polnischen Kindern auf der anderen Seite der Grenze, wodurch er spielend einige Worte Polnisch und die anderen etwas Deutsch lernten. Durch seinen Eintritt in die HJ nahmen diese Treffen an Intensivität ab. Hans widerstrebten viele Ideen der nationalsozialistischen Ideologie, da er im Gegensatz zum Großteil der anderen Jungs der HJ mit den polnischen Untermenschen aufgewachsen ist und keinen Unterschied zu den deutschen Klassenkameraden sah. Dies behielt er natürlich für sich, da er bei der Hitlerjugend nicht negativ auffallen wollte. Das hätte seiner Mutter und besonders dem Laden seines Vaters Ärger gemacht. Fuchs wuchs in einem behüteten Umfeld auf und bekam nicht viel von dem, was im weit entfernten Berlin geschah, mit. Lediglich die zunehmende Uniformierung machte sich auch im Ort bemerkbar. Sein Vater, der davon überzeugt war, wiederholt von konkurrierenden jüdischen Händlern übers Ohr gehauen zu werden, war froh, als die jüdische Bevölkerung nach und nach aus der Gegend verschwand. Weitere Gedanken machte er sich dazu nicht. Kriegsbeginn 1939. Die Nachricht von den Kämpfen in Danzig und der vermutliche Angriff der Polen auf den Radiosender Gleiwitz verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Hans sah das erste Mal mit 19 Jahren einen toten Menschen. Die Kämpfe in den Grenzgebieten waren wirr, aber kurz. Letztes Jahr hatte Hans seinen Wehrdienst begonnen, bis jetzt aber nur das Exerzieren geübt. Der Schulkamerad und beste Freund seines älteren Bruders, Liszewski, hatte, wenn er zu Besuch war, schon immer mit seiner Uniform geprahlt, was Hans nachhaltig beeindruckte. 1940. Frankreich. Der erste Fronteinsatz. Durch seine ruhige und besonnene Art wurde er von den zuständigen Offizieren geschätzt und auch seine Kameraden wussten, dass auf ihn stets Verlass war. Nach dem Westfeldzug absolvierte er den Lehrgang zum Unteroffizier, womit er seine Familie mächtig stolz machen konnte. Hans' ältere Brüder hingegen bekleideten nur mittlere Mannschaftsränge, obwohl sie bereits 1935 einberufen wurden und schon deutlich länger dabei waren. Seine kleine Schwester war Mitglied beim Bund Deutscher Mädel und sein kleiner Bruder mittlerweile auch ein stolzer Hitlerjunge. Zu Hause bekam Hans die Spannungen zwischen der deutschen und der polnischen Bevölkerung in der Gegend immer deutlicher mit. Es gab häufiger Todesfälle, die sich Hans nicht ganz erklären konnte. Er war sich jedoch sicher, dass die Russen dahinter steckten. Auf diese waren die Polen schon früher nicht gut zu sprechen gewesen. 1941 ging es für Hans als frisch gebackenen Unteroffizier an die Ostfront. Über seine Zeit zwischen dem Beginn des Ostfeldzuges bis 1943 spricht er nicht gerne. Sicher ist nur, dass er sich immer mehr und mehr in sich selbst zurückzog und im Gegensatz zu früher sehr viel kühler auftrat. Hans' anfängliche Euphorie nach Frankreich war lange verflogen. Seine Polnischkenntnisse wurden oft benötigt, um gefangene Polen in der Roten Armee oder Zivilisten und Partisanen zu befragen. Nachdem diese die verlangten Informationen freigaben, wurden sie oft getötet, während sie sich direkt an Hans wandten und ihn anflehten, ihnen doch zu helfen. November 1943.
Mittlerweile ist Fuchs Unterfeldwebel und wird gemeinsam mit dem früheren Klassenkameraden seines Bruders, Lischewski, zu einer sehr ausgedünnten Truppe gerufen. Seither klammert er sich an das einzige ihm bekannte Gesicht. Nach einer Verwundung im Januar 1944 kam er ins Lazarett. An die Front kehrte er erst Ende Mai zurück und fand sich direkt in seinem ersten Stadtkampf mit den Russen wieder. Seitdem ist er zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Lischewski und der Truppe geworden.